gerade als es so aussah. Als hätte Tesla die Grenzen der Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen bis zum Äußersten ausgereizt, präsentierte Elon Musk einen technologischen Durchbruch, der die Branche neu definieren wird. Das Herzstück dieser Revolution ist der völlig neue Motor von Tesla, der als der fortschrittlichste der Welt bezeichnet wird und über einen mit Kohlenstoff ummantelten Rotor verfügt, eine Premiere für ein Serienfahrzeug. Bei dieser Innovation, die erstmals bei der Einführung des Model S Plaid vorgestellt wurde, geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um ein noch nie dagewesenes Drehmoment, einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Drehzahl, die die Zukunft der Elektromobilität neu gestalten könnten. Während Tesla sich darauf vorbereitet, diese Technologie in seine nächste Fahrzeuggeneration einzubauen, bleibt die Frage, wie leistungsfähig ist dieser Motor und was bedeutet er für die Elektromobilität im Jahr 2025? Lassen Sie uns eintauchen. Was macht Teslas kohlenstoffummantelten Motor zu einem Wendepunkt? Das war eine technische Herausforderung, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Tesla baute nicht nur einen neuen Motor, sondern musste auch die Maschine erfinden, die ihn herstellt. Eine solche Maschine gab es noch nicht, denn kein anderer Autohersteller hatte sich an dem versucht, was Tesla vorhatte. Das Ergebnis ein Motor, der Effizienz, Geschwindigkeit und Leistung neu definiert und die Grenzen der Elektrofahrzeugtechnologie verschiebt. Die Reise von Tesla begann 2008 mit dem Roadster, der die Welt mit leistungsstarken Elektrofahrzeugen bekannt machte. Im Laufe der Jahre haben Modelle wie das Model S 2012, das Model 3 2017 und der mit Spannung erwartete Cybertruck den Status von Tesla als Branchenführer gefestigt. Aber einige der revolutionärsten Fortschritte von Tesla kommen von dem, was diese Fahrzeuge antreibt, dem Elektromotor. Die Einführung des Plaid-Rotors mit Carbonummantelung ist ein Meilenstein in der Elektrofahrzeugtechnologie und ermöglicht Leistungsmerkmale, die kein anderer Serienmotor erreicht hat. Im Jahr 2021 verriet Elon Musk, dass dieser Durchbruch nur dank einer speziellen Maschine möglich war, die von Tesla Automation entwickelt und gebaut wurde. Diese Maschine wickelt Carbonfasern unter extremer Spannung um den Rotor. Ein Prozess, der die strukturelle Integrität auch unter den stärksten Kräften gewährleistet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rotoren, die mit hochfestem Stahl verstärkt sind, hält Teslas Carbonhülse den Kupferkern in Kompression und verhindert so eine Ausdehnung bei hohen Drehzahlen. Das Ergebnis ist ein wesentlich stärkeres elektromagnetisches Feld, das einen höheren Wirkungsgrad und höhere Drehzahlen ohne Einbußen bei der Stabilität ermöglicht. Musk betonte, dass dieser Motor der wohl fortschrittlichste auf der Erde sei. Durch die Ummantelung des Rotors mit einer präzisen Kohlefaserhülle hat Tesla ein noch nie dagewesenes Verhältnis von Leistung und Gewicht erreicht. Das bedeutet mehr Leistung aus einem kleineren, leichteren Motor, ein Vorteil, der in der Elektroautoindustrie, wo es auf jedes Gramm ankommt, entscheidend ist. Die Entwicklung eines solchen Motors war jedoch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Kohlenstoff und Kupfer dehnen sich unter Hitzeeinwirkung unterschiedlich schnell aus, was es unglaublich schwierig macht, die Präzision zu erhalten. Die Lösung von Tesla ist eine geschützte Hochspannungswickeltechnik, die eine perfekte Kompression gewährleistet und die Leistung auch unter extremen Bedingungen aufrechterhält. Das Endergebnis ist geradezu revolutionär. Ein Motor, der ein außergewöhnliches Drehmoment, einen unübertroffenen Wirkungsgrad und atemberaubende Drehzahlen liefert. Dieser Durchbruch festigt nicht nur Teslas Führung im Bereich des Elektroantriebs, sondern setzt auch einen neuen Standard für das, was in der Hochleistungs-EV-Technik möglich ist. Was denken Sie? Wird Teslas kohlenstoffummantelter Motor Beschleunigung und Effizienz revolutionieren? Kommentieren Sie 1, wenn Sie von der Technologie begeistert sind. Oder kommentieren Sie 2, wenn Sie sich eher Sorgen über mögliche Kosten und langfristige Zuverlässigkeit machen. Wie hat Teslas kohlenstoffummantelter Motor den elektrischen Strom neu definiert? Der Kern der bahnbrechenden Innovation von Tesla liegt in seinem kohlenstoffummantelten Rotor für den Permanentmagnetmotor, PMM. Um die Bedeutung dieser Innovation zu verstehen, ist es wichtig, die grundlegende Struktur des PMM zu kennen. Der Stator bildet den stationären äußeren Teil des Motors und beherbergt die elektromagnetischen Komponenten, während sich der Rotor, der leistungsstarke Permanentmagnete enthält, darin dreht. Ein entscheidender Faktor für die Leistung des Motors ist der Luftspalt,
Der enge Raum zwischen Stator und Rotor, in dem magnetische Wechselwirkungen auftreten. Teslas Verwendung einer Carbonhülle ist eine revolutionäre Verbesserung, die den Rotor mit einer dünnen, aber unglaublich robusten Schicht aus Carbonfasern umhüllt. Diese Schicht dient in erster Linie dazu, die Rotoreinheit, insbesondere die Permanentmagnete, vor den immensen Fliehkräften während der Hochgeschwindigkeitsdrehung zu schützen. Die Innovation bietet mehrere transformative Vorteile. Der engere Luftspalt zwischen Stator und Rotor, der durch die Carbonhülse ermöglicht wird, verbessert die Wechselwirkung des Magnetfelds erheblich und damit die Effizienz der Energieumwandlung. Darüber hinaus kann sich der Rotor dank der außergewöhnlichen Eindämmung durch die Carbonhülse mit viel höheren Drehzahlen drehen als bei herkömmlichen Konstruktionen, was sich direkt in einer höheren Leistungsabgabe bei einer kompakten Motorgröße niederschlägt. Diese Konstruktion zeichnet sich auch durch ein hervorragendes Wärmemanagement aus, da die wärmeableitenden Eigenschaften der Kohlefaser dafür sorgen, dass der Motor auch bei hoher Dauerleistung effizient läuft. Das geringe Gewicht der Kohlefaser trägt zur Reduzierung des Gesamtgewichts des Fahrzeugs bei, was die Effizienz weiter erhöht. Darüber hinaus bietet die Zugfestigkeit der Kohlefaser eine bemerkenswerte Haltbarkeit, die den Rotor im Laufe der Zeit vor Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Motors verlängern kann. Mit diesen Vorteilen ist Teslas kohlenstoffummantelter Rotor herkömmlichen Motorkonstruktionen meilenweit voraus. Diese verwenden oft Metallhülsen oder Strukturbeschichtungen, die die maximale Drehzahl begrenzen und größere Luftspalte erfordern, was die magnetische Effizienz verringert. Die Innovation von Tesla hört nicht bei der Leistung auf. Das Herstellungsverfahren für diesen kohlenstoffummantelten Motor, bei dem das AFP-Verfahren Advanced Automated Fiber Placement zum Einsatz kommt, unterstreicht das Engagement für hochmoderne Produktionsmethoden. Indem Tesla die Grenzen der Motorkonstruktion erweitert hat, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche und macht seine Fahrzeuge nicht nur zu Elektrofahrzeugen, sondern auch zu einem Paradigma für technische Spitzenleistungen. Dieser Fortschritt definiert neu, was in Bezug auf Leistung, Gewichtseffizienz und Langlebigkeit von Elektrofahrzeugen möglich ist und schafft einen klaren Weg für die Zukunft der Elektromobilität. Wie wirkt sich der neue Motor von Tesla auf seine Fahrzeugpalette aus? Der neueste Motor von Tesla ist nicht nur eine schrittweise Verbesserung, sondern ein gewaltiger Sprung in der Elektrofahrzeugtechnologie. Der Carrierte, mit Carbon ummantelte Motor läutet eine neue Ära der Leistung und Effizienz für Tesla-Fahrzeuge ein. Die Auswirkungen dieses Motors werden sich auf alle bestehenden und kommenden Modelle von Tesla auswirken, einschließlich des mit Spannung erwarteten Model Y Juniper, Model Q und sogar des viel gemunkelten Tesla-Wohnmobils und die Erwartungen an Elektrofahrzeuge neu definieren. Für die aktuellen Tesla-Modelle, wie das Model S, Model 3 und Model X, verspricht die Einführung dieses Motors erhebliche Verbesserungen bei Leistung und Effizienz. Das Model S Plaid beispielsweise, das bereits mit diesem fortschrittlichen Motor ausgestattet ist, erreicht eine atemberaubende Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 2 Sekunden und ist damit das schnellste Serienfahrzeug auf dem Markt. Die Fähigkeit des Motors, Drehzahlen von bis zu 20.000 Ohmen zu erreichen, trägt zu dieser unvergleichlichen Leistung bei. Darüber hinaus werden das Model S und das Model X wahrscheinlich eine größere Reichweite haben, da der leichtere Motor das Gesamtgewicht und den Energieverbrauch des Fahrzeugs reduziert. Dies könnte zu einer Steigerung der Reichweite um 10–15% führen, wodurch die Langstreckenvariante des Model S mit einer einzigen Ladung näher an die 450-Meilen-Marke herankommen würde. Auch das Model 3, das meistverkaufte Fahrzeug von Tesla, könnte von der Einführung dieses Motors in zukünftigen Versionen profitieren. Der leichtere und effizientere Motor würde die ohnehin schon beeindruckende Beschleunigung und das Handling des Fahrzeugs verbessern und gleichzeitig die Reichweite um 20 bis 30 Meilen erhöhen, was es auf dem Markt der Mittelklasse-Elektroautos noch wettbewerbsfähiger machen würde. Darüber hinaus sorgt die Carbonhülle für ein verbessertes Wärmemanagement und damit für eine gleichbleibende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten oder längeren Fahrten, ein entscheidender Vorteil für Langstreckenpendler und Leistungsenthusiasten gleichermaßen. Für die kommenden Modelle von Tesla wird der carbonummantelte Motor sein Design und seine Fähigkeiten von Grund auf neu definieren. Das Model Y Juniper, das im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll,
könnte die leichten und hocheffizienten Eigenschaften des Motors nutzen, um eine Reichweite von mehr als 350 Meilen zu erzielen und gleichzeitig einen erschwinglichen Preis für Familien- und Alltagsnutzer zu bieten. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km könnte in weniger als 4 Sekunden erreicht werden, womit das Fahrzeug mit höherwertigen SUVs mithalten könnte. Das Model Q, Teslas voraussichtliches kompaktes Elektrofahrzeug, das auf Erschwinglichkeit ausgelegt ist, wird von dieser Innovation enorm profitieren. Durch den Einbau eines Motors, der fast halb so viel wiegt wie herkömmliche Konstruktionen, könnte Tesla ein Fahrzeug mit außergewöhnlicher Leistung und Reichweite zu einem Preis von unter 25.000 anbieten. Ersten Schätzungen zufolge könnte das Model Q eine Reichweite von 250 Meilen und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa 5,5 Sekunden erreichen und damit den Markt für Elektrofahrzeuge der Einstiegsklasse verändern. Für das Tesla Wohnmobil, eine völlig neue Fahrzeugklasse, sind die hohe Leistungsdichte und Effizienz des Motors entscheidend. Durch die Verringerung des Motorgewichts und die Verbesserung des Wärmemanagements könnte Tesla ein Wohnmobil entwickeln, das mit einer einzigen Ladung mehr als 300 Meilen zurücklegen kann und über ein ausreichendes Drehmoment verfügt, um schwere Lasten und schwieriges Gelände zu bewältigen. Dies wäre ein bedeutender Durchbruch auf dem Wohnmobilmarkt, der traditionell mit Reichweiten und Leistungsproblemen bei Elektromodellen zu kämpfen hat. Die Carbon-Hülse, die den Rotor umschließt, ist der Eckpfeiler dieser Innovation. Durch die Minimierung der radialen Ausdehnung und die Einhaltung präziser Abstände innerhalb des Motors hat Tesla eine Leistungsdichte erreicht, die herkömmliche Konstruktionen um über 30% übertrifft. Dies ermöglicht nicht nur kleinere und leichtere Motoren, sondern auch höhere Drehzahlen, was sich direkt auf die Fahrzeugleistung auswirkt. Die Gewichtsreduzierung des Motors um fast 50% im Vergleich zu Stahl- und Kupferbasierten Konstruktionen führt bei allen Modellen zu einer schnelleren Beschleunigung und einem besseren Fahrverhalten. Außerdem verbessert die Carbonhülse das Wärmemanagement, da sie die Wärme effektiver ableitet als Alternativen aus Metall. Dadurch wird sichergestellt, dass der Motor auch bei längerer oder intensiver Nutzung seine Spitzenleistung beibehält, was den Verschleiß verringert und seine Lebensdauer verlängert. Für Fahrzeuge wie den Cybertruck, die für Schwerlastanwendungen konzipiert sind, ist diese Haltbarkeit ein entscheidender Vorteil. Die Fähigkeit des Motors, hohe Drehzahlen ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Effizienz zu erreichen, unterstreicht sein transformatives Potenzial. Diese Eigenschaft ermöglicht es Tesla, Fahrzeuge zu entwickeln, die nicht nur schneller, sondern auch zuverlässiger sind und neue Maßstäbe für die Elektromobilität setzen. Durch die Integration dieses Motors in seine gesamte Produktpalette kann Tesla die Produktionskosten erheblich senken. Das fortschrittliche, intern entwickelte Herstellungsverfahren gewährleistet Skalierbarkeit ohne Qualitätseinbußen. Für bestehende Modelle bedeutet dies schrittweise Verbesserungen, die sie an der Spitze des Marktes halten. Für neue Modelle bedeutet es die Freiheit, Innovative Designs und Anwendungen zu erforschen, die bisher nicht möglich waren. Der karierte Carbonmotor von Tesla ist ein Eckpfeiler der Zukunftsstrategie des Unternehmens und bietet unvergleichliche Leistung, Effizienz und Haltbarkeit. Ob er nun die Reichweite und Geschwindigkeit bestehender Modelle erhöht oder bahnbrechende Funktionen in kommenden Fahrzeugen ermöglicht, dieser Motor untermauert Teslas Position als Marktführer in der Elektrofahrzeugtechnologie. Die Auswirkungen dieser Innovation werden nicht nur das Angebot von Tesla neu definieren, sondern auch einen neuen Standard für den weltweiten Elektrofahrzeugmarkt setzen. Der kohlenstoffummantelte Motor von Tesla stellt einen gewaltigen Fortschritt in der Elektrofahrzeugtechnologie dar und definiert die Möglichkeiten in Bezug auf Leistung, Effizienz und Haltbarkeit neu. Diese Innovation festigt die Position von Tesla als Branchenführer und setzt einen neuen Standard für Elektrofahrzeuge weltweit. Vergleich von Teslas kohlenstoffumwickeltem Motor mit den Wettbewerbern der Branche. Die Einführung des Tesla-Motors mit Kohlenstoffumhüllung ist eine bahnbrechende Entwicklung in der Elektrofahrzeugindustrie, die einen neuen Standard für Effizienz und Leistung setzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektromotoren ermöglicht die Innovation von Tesla höhere Drehzahlen, eine stärkere Magnetfeldstärke und einen besseren thermischen Wirkungsgrad. Die nächsten Konkurrenten von Tesla, wie Lucid Motors, Rivian und Porsche, nutzen zwar fortschrittliche Motorentechnologien,
haben aber noch keine vergleichbare Lösung mit Kohlenstoffumhüllung eingeführt. Die elektrische Antriebseinheit von Lucid Motors verfügt über Permanentmagnet-Synchronmotoren, die eine hohe Energieeffizienz bieten, jedoch nicht die gleichen Drehzahlen erreichen wie das neue Design von Tesla. Der Taycan von Porsche verwendet eine Haarnadelwicklungsstruktur und Hochleistungsmagnete, ist aber immer noch auf Metallgehäuse angewiesen, die zusätzliches Gewicht verursachen und die maximalen Drehzahlen begrenzen. Über den EV-Sektor hinaus könnte die Motorentechnologie von Tesla sogar die traditionellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herausfordern, insbesondere bei Hochleistungsanwendungen. Dank der höheren Drehmomentdichte, des geringeren Gewichts und der außergewöhnlichen Effizienz könnten Tesla-Fahrzeuge mit einigen der leistungsstärksten benzinbetriebenen Sportwagen konkurrieren und in Zukunft sogar in der Formel E oder anderen Hochgeschwindigkeits-Motorsportarten antreten. Mögliche Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie. Der kohlenstoffumwickelte Motor von Tesla ist nicht auf Anwendungen im Automobilbereich beschränkt. Er hat das Potenzial, mehrere Branchen zu verändern. Einer der vielversprechendsten Bereiche für diese Technologie ist die Luftfahrt, insbesondere bei der Entwicklung von Elektroflugzeugen. Die Luftfahrtindustrie steht vor großen Herausforderungen in Bezug auf das Gewicht der Batterien und die Effizienz der Motoren. Durch den Einsatz von kohlenstoffummantelten Motoren könnten Elektroflugzeuge ein geringeres Gesamtgewicht und eine höhere Leistung erreichen, was den Weg für einen kommerziell nutzbaren elektrischen Flugverkehr ebnen würde. Auch Hochgeschwindigkeitszüge und Nahverkehrssysteme könnten von dieser Technologie profitieren. Viele moderne Elektrozüge sind auf große, schwere Motoren angewiesen, die während des Betriebs viel Wärme erzeugen. Durch die Integration der leichten, hocheffizienten Motoren von Tesla könnte der Schienenverkehr höhere Geschwindigkeiten erreichen und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Wartungskosten senken. Eine weitere potenzielle Anwendung liegt in der Robotik und der industriellen Automatisierung. Hochgeschwindigkeits- und Leichtbaumotoren mit überragender Drehmomentdichte könnten Roboterarme revolutionieren, die in der Fertigung, in medizinischen Geräten und autonomen Maschinen eingesetzt werden. Darüber hinaus könnte diese Technologie in die Antriebssysteme von Raumfahrzeugen und Satelliten integriert werden, um die Effizienz und Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen zu verbessern. Mit solch breit gefächerten Anwendungen hat Teslas neuester Durchbruch das Potenzial, nicht nur den Transportsektor, sondern auch Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Logistik und industrielle Automatisierung zu beeinflussen. Auswirkungen auf die Preisstrategie und das Geschäftsmodell von Tesla. Die Entwicklung und der Einsatz von Spitzentechnologien wie kohlenstoffumwickelten Motoren wirft unweigerlich Bedenken hinsichtlich der Produktionskosten und der Erschwinglichkeit auf. Während die Technologie bemerkenswerte Leistungsvorteile bietet, kann Tesla die Kosteneffizienz aufrechterhalten und die Fahrzeugpreise wettbewerbsfähig halten? Ein großer Vorteil von Tesla ist sein vertikal integrierter Fertigungsprozess, der es dem Unternehmen ermöglicht, eigene Maschinen für die Umwicklung des Motorrotors mit Kohlefaser zu entwickeln. Durch die Rationalisierung der Produktion und die Verringerung der Abhängigkeit von Drittanbietern kann Tesla die Kosten mit der Zeit senken. Darüber hinaus könnten Skaleneffekte, die durch die Massenproduktion erzielt werden, den Preis pro Einheit senken, sodass diese Technologie in Zukunft für mehr Tesla-Modelle in Frage kommt. Eine wichtige strategische Entscheidung für Tesla ist die Frage, ob das Unternehmen die exklusive Nutzung dieser Technologie behalten oder sie an andere Hersteller lizenzieren will. Wenn Tesla sich für die Exklusivität entscheidet, könnte es seine Position als dominierende Elektrofahrzeugmarke weiter festigen und einen bedeutenden technologischen Graben gegenüber den Wettbewerbern schaffen. Die Lizenzierung der Technologie könnte jedoch beträchtliche Einnahmen generieren, ähnlich wie Tesla sein Supercharger-Netzwerk für andere Autohersteller geöffnet hat. Eine weitere wichtige Frage ist, ob Tesla diesen Motor in seiner gesamten Produktpalette einführen oder ihn für Hochleistungsfahrzeuge wie die Plate-Serie reservieren wird. Wenn die Technologie in Massenmarktmodelle wie das Model 3 oder Model Y integriert wird, könnte sie die Erwartungen an die Leistung erschwinglicher Elektrofahrzeuge neu definieren. Auswirkungen auf Wartung, Haltbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Teslas kohlenstoffumwickelter Motor verspricht zwar eine verbesserte Effizienz und Leistung, doch seine langfristige Haltbarkeit und die Auswirkungen auf die Wartung sind nach wie vor kritisch zu betrachten.
Einer der wichtigsten Vorteile dieser Konstruktion ist die geringere Wärmeausdehnung und mechanische Belastung. Im Gegensatz zu herkömmlichen metallummantelten Rotoren verhindert die Kohlefaserumhüllung eine strukturelle Verformung bei hohen Geschwindigkeiten und kann so die Lebensdauer des Motors verlängern. Angesichts der Neuartigkeit dieser Technologie gibt es jedoch nur wenige reale Daten über den Verschleiß. Ein weiteres potenzielles Problem ist die Stoßfestigkeit. Kohlefaser ist zwar unglaublich zugfest, kann aber bei plötzlichen Stößen Risse bekommen. Wenn ein Tesla-Motor mit Carbonummantelung durch einen Unfall oder Trümmerteile beschädigt würde, müsste dann der gesamte Motor ausgetauscht werden. Oder könnten die Techniker lokale Reparaturen durchführen. Tesla wird umfangreiche Tests in verschiedenen Klimazonen durchführen müssen, von der sengenden Wüste bis zur eisigen Tundra, um sicherzustellen, dass der Motor unter allen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Wenn sich die Technologie als so robust erweist, wie Tesla behauptet, könnte sie die Wartungskosten erheblich senken und die Langlebigkeit des Fahrzeugs verlängern, was die Attraktivität von Tesla weiter erhöhen würde. Zukunftsperspektiven. Die Entwicklung von kohlenstoffummantelten Motoren ist nicht nur eine schrittweise Verbesserung, sondern stellt eine grundlegende Veränderung in der Konstruktion von Elektromotoren dar. Die Fähigkeit von Tesla, die Grenzen von Effizienz und Leistung zu verschieben, wird wahrscheinlich weitreichende Folgen für die gesamte Branche haben. Wenn diese Technologie zum neuen Maßstab wird, könnten alteingesessene Autohersteller wie Ford, General Motors, Volkswagen und Toyota kaum noch mithalten, wenn sie nicht ähnliche Innovationen entwickeln. Einige Unternehmen könnten sich um Partnerschaften oder Lizenzvereinbarungen mit Tesla bemühen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, während andere versuchen könnten, Alternative Motor Technologien zu entwickeln, die es mit der Effizienz von Tesla aufnehmen können. Die größte Frage bleibt, was kommt als nächstes auf Tesla zu? Wird das Unternehmen die Technologie der kohlenstoffummantelten Motoren weiter verfeinern, oder wird es einen noch revolutionäreren Durchbruch anstreben, etwa magnetfreie Motoren oder die Integration von Festkörperbatterien? In Anbetracht der unermüdlichen Innovationstätigkeit von Tesla ist es unwahrscheinlich, dass dies die letzte Iteration seiner elektrischen Antriebstechnologie sein wird. Darüber hinaus könnte die Expansion von Tesla in neue Fahrzeugkategorien die Wirkung dieses Motors verstärken. Das kommende Model with Juniper, das Gerücht über das kompakte Model Q und sogar Teslas potenzielles Wohnmobilprojekt könnten alle mit Carbon ummantelte Motoren enthalten, um die Leistungsgrenzen weiter zu verschieben. Im breiteren Kontext der weltweiten Einführung von Elektrofahrzeugen könnte diese Innovation den Übergang weg von Verbrennungsmotoren beschleunigen, indem sie Elektrofahrzeuge schneller, langlebiger und effizienter macht als je zuvor. Tesla konkurriert nicht nur auf dem Automobilmarkt, sondern definiert aktiv neu, was in der Elektromobilität möglich ist. Was denken Sie über den bahnbrechenden neuen Motor von Tesla? Könnte dies der Durchbruch sein, der die Leistung von Elektrofahrzeugen auf die nächste Stufe hebt? Und werden andere Autohersteller mithalten können? Wir würden uns freuen, Ihre Meinung zu hören. Schreiben Sie uns einen Kommentar. Wenn Sie dieses Video interessant fanden, vergessen Sie nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken und abonnieren Sie es, um weitere Einblicke in die neuesten Innovationen von Tesla zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.